Leute, willkommen zu einem neuen und ganz spontanen Tourvideo. Ich bin hier in Hessen mitten in der Natur gelandet und gerade dort hinten aus dem Dorf losgelaufen und versuche zu einem ganz besonderen Schlafplatz tief im Wald hier zu gelangen. Den habe ich erst vor kurzem entdeckt und der hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ich muss jetzt einfach dorthin fahren und diesen Übernachtungsplatz kennenlernen, denn dort darf man nur bis zum 31.08. überhaupt schlafen. Das Ganze befindet sich da hinten im Kellerwald Edersee Naturpark und ja, wir haben 7 Uhr schon. Die Sonne geht langsam unter, wie ihr seht, Ende Juli und ich denke mal, ich muss so 2-3 Stunden noch dahin laufen. Hoffe, ja, ich schaffe es alleine hier vor der Dunkelheit dort anzukommen, damit ich noch ein bisschen was sehe. Habe auch ein neues Zelt dabei, was ich heute testen will, noch ein paar andere Ausrüstungsgegenstände und warum das jetzt alles sehr ungeplant hier war und so spontan erzähle ich euch gleich, aber jetzt erstmal ab in den Wald. Ja, viele sind ja nicht unterwegs, wenn ich mir diese Wegbeschaffenheit hier schon mal anschaue. Und warum will ich unbedingt zu diesem Platz? Ich habe nämlich vor 2 Wochen, vielleicht habt ihr das gesehen, ein Video gemacht über 30 Trails, auf denen man legal wild campen kann. Und da habe ich durch Zufall diesen Platz hier kennengelernt. Und die Besonderheit ist, dass der komplett abgeschieden ist, so wirklich eine Seltenheit hier mitten in Deutschland ist und man da auch ohne ein Trekkingplateau einfach mitten im Wald schlafen kann. Und ich habe mal wieder Lust auf eine reine Waldübernachtung, wirklich zwischen Bäumen, möchte ein paar Wildtiere hören, möchte absolute Ruhe und Abgeschiedenheit hören. Da ist irgendwie kein Dorf in der Nähe. Dahin führt aber dieser Trail, der Lichtenfelser Panoramaweg heißt er, glaube ich. Kannte ich vorher auch noch nicht, ist ein Rundweg, 80 Kilometer. Und dem folge ich jetzt auf jeden Fall einen Teil bis zu diesem Schlafplatz. Arschröder 4,9 Kilometer, Hillershausen 9,5 Kilometer. Ja, ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Ja, und wie bin ich jetzt hier gelandet? Eigentlich wollte ich die letzten 2 Wochen schon auf den Forststeig gehen in der sächsischen Schweiz. Und immer kam irgendwas dazwischen. Jetzt hatte ich mir die Woche freigenommen und musste 2 Dinge feststellen. Erstens hatte mein Auto eine Panne, weswegen ich die über 6 Stunden hätte mit dem Zug zurücklegen müssen, was noch viel, viel länger gedauert hätte. Und dann haben wir jetzt natürlich die heißeste Woche des Jahres und für Mittwoch ist eine absolute Hitzewelle angekündigt. Das ist so in 2 Tagen und heute Morgen und gestern hat es total gestürmt. Und jetzt dachte ich, ich will aber irgendwie raus und nutze diese kleine Lücke, die ich jetzt hier habe und fahre einfach spontan los, um ein bisschen Ruhe zu haben. Nette Schutzhütte übrigens, um halt mal was Neues auszuprobieren, um eine Nacht zumindest jetzt hier draußen verbringen zu können. Und ich bin jetzt zwar viel zu spät hier angekommen, aber Hauptsache raus und einfach mal gucken, was die Übernachtung hier bringt. Ja, geil. Da hatte ich doch direkt schon das, weswegen ich hier bin, nämlich einen schönen Fuchs. Habe lange keinen mehr gesehen. Und ihr habt vielleicht das Schild davor gelesen. Man muss hier ein bisschen aufpassen mit seinen Essensresten. Das Coole an dem Platz, wo ich schlafe, ist auch, man darf hier zwar kein Feuer machen, aber man darf mit Spiritus oder Gaskocher selbst kochen und seine Mahlzeiten zubereiten. Ich habe natürlich auch wieder was dabei, was ich später kochen werde. Und das ist echt mittlerweile selten geworden auf solchen Übernachtungsplätzen. Deswegen freue ich mich da drauf. Und nicht nur Füchse und Wildschweine sind hier ein Problem, sondern explizit genannt wurden Probleme mit Waschbären. Deswegen müssen wir nachher schauen, dass die Essensreste, die ich dann habe, gut verstaut werden. Ich glaube nicht, dass ich sie im neuen Zelt direkt mit aufbewahren werde. Das soll nicht direkt kaputt gehen. Denn man hat in letzter Zeit echt viele Fälle gehört, gerade an solchen beliebten Plätzen, dass dann nachts im Prinzip Wildtiere kommen, irgendwie durchs Zelt gehen, die Rucksäcke aufmachen. Deswegen werde ich das luftdicht verstaut ein bisschen weiter weglagern. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und habe richtig Lust, mit dem neuen Equipment mir schön gleich ein Lager im Wald aufzubauen und dann ordentlich in Ruhe was kochen.
Oh, jetzt geht es immer direkt ein bisschen bergauf, ist aber auch klar. Da vorne ist das Rothaargebirge und ich bin so ein bisschen östlich jetzt davon, also am Rande vom Sauerland, natürlich noch absolutes Mittelgebirge. Ja, und falls euch solche Touren hier gefallen spontan, ich versuche dem Kanal gerade jede Woche ein neues Video über Ausrüstung, Packlisten, nützliches Outdoor-Wissen hier für alle kostenlos bereitzustellen. Falls ihr mich ein bisschen unterstützen wollt und den Kanal vielleicht noch nicht abonniert habt, dann würdet ihr mir sehr helfen, das jetzt einmal zu tun. Vielen Dank. Ja, 8 Uhr mittlerweile. Und wie man hier sieht, gestern hat es ordentlich gewittert hier und heute Morgen noch geregnet. Und so langsam zieht es sich auch hier zu. Ich habe eine neue Regenjacke dabei, die kann ich vielleicht mal direkt testen, aber ich hoffe, dass ich noch im Trockenen zumindest aufbauen kann. Ja, eine Pause gönne ich mir noch mal kurz und genieße hier die letzte Sonne. Ja, und komisch ist, dass ich gerade Feuer rieche. Es kann natürlich immer sein, dass ich da gar nicht alleine bin auf dem Übernachtungsplatz. Ich hoffe es jetzt mal, weil wir kein Wochenende haben und dass da auch niemand irgendwie hier Feuer macht. Aber das ist mir auch schon oft passiert, dass ich irgendwo ungeplant ankam und dann schon jemand da war. Dann kann man sich natürlich meistens den Platz irgendwie teilen, aber ich will auch selber niemand anderen stören, der da wirklich Ruhe sucht und will auch ganz ehrlich heute mal meine Ruhe hier im Wald haben. Und ich gucke auch schon die ganze Zeit, ob ich noch ein Wildtier entdecke hier in der Dämmerung, aber bisher war der Fuchs der Einzige. Okay, absolute Stille hier und ich musste echt dreimal gucken. Ich kam jetzt von diesem Weg hier links, der geht eigentlich da weiter. Und solche Plätze, die findet man nicht auf richtigen Wanderkarten, weil man nicht möchte, dass da jeder hinkommt. Deswegen habe ich hier nur ein Foto von dieser Platzbeschreibung und hier heißt es jetzt anscheinend hier hoch 1,3 Kilometer da in diesen Wald rein. Und jetzt bin ich echt gespannt. Okay, mit dieser Hütte habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe angenommen, hier ist ein Tisch, aber kein Unterstand. Wow, sieht auch sehr neu aus. Da hinten eine Komposttoilette. Okay, verschlossen. Ich habe irgendwo einen Code bekommen. Muss ich gleich mal schauen. Aber das ist natürlich super. Da kann ich mich im Zweifel oder mein Essen zumindest vom Waschbär schützen, je nachdem wie die hier drauf sind. Nee. Kellerkühler Getränkekiste. Wenn da jetzt ein kaltes Getränk drin ist, dann werde ich nicht mehr. So, wie kriege ich es auf? Nur mit einem Schlüssel. Das wäre jetzt ziemlich gemein. Okay, es geht doch auf. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Mal gucken. Oh mein Gott. Diese Getränkekiste wird befüllt durch den Bauhof der Stadt Lichtenfels und beinhaltet alkoholfreie Getränke sowie eine Vertrauenskasse. Saftschorle 2 Euro, Wasser 1,50. Ich schwör's euch, das wusste ich nicht. Ich habe 3 Liter Wasser mit, aber das habe ich in ganz Deutschland noch nie gesehen. Hier ist wahrscheinlich einfach nur Leitungswasser drin. Ja, habe ich denn überhaupt Bargeld mit? Aber das wäre nicht schlecht. Okay. Ja, hier wird gleich gekocht. Das passt, kann gerne regnen. Zeltaufbau. Höchstwahrscheinlich hier. Ich bin so glücklich gerade. Genau das, was ich wollte. Hier auf einem kleinen Hügel auch noch. Ich muss mal sagen, da unten im Tal
Hat man noch keinen Empfang. Ich fühle mich generell in Tälern immer ein bisschen weniger wohl als auf so einem Plateau. Hier wirklich fast noch, ja, Waldrand kann man es nicht nennen, aber da vorne sehe ich noch ein bisschen von dem Feld. Traumhaft. Ich würde sagen, bauen wir das Lager auf. Steht's gerade? Sieht gut aus, oder? Ja, vielleicht haben es manche schon erraten, aber ich schlafe jetzt zum ersten Mal im neuen Durston X-Dome Pro. Und genau vor einem Jahr habe ich zum ersten Mal im normalen X-Dome, auch auf einem Trekkingplatz in der Eifel, glaube ich, geschlafen. Und ich bin super aufgeregt, denn das könnte mein neues Lieblingszelt werden. Ich habe es im letzten Video schon ausführlich vorgestellt, aber noch mal ganz kurz. Es ist ein komplett freistehendes, doppelwandiges Zelt aus Dyneema und somit das leichteste, wirklich freistehende Zelt mit Doppelwand, was ich bisher kennengelernt habe. Und schaut euch jetzt mal an, wie groß und geräumig das Ganze für 780 Gramm ist. Ich habe dazu jetzt die Thermarest X-Lite mit 350 Gramm dabei, mein Nemo Philo Elite Kissen, mit dem gehe ich eigentlich mittlerweile echt, ja, selten nicht mehr auf Tour. Da sind mir die 80 Gramm den Komfort auf jeden Fall wert. Und ich habe hier einen 133er Schlafsack bzw. Quilt aus Klimashield Apex. Und hier hat man einfach so eine große Kopffreiheit. Diese Tasche liebe ich auch. Da kann ich meinen Kleinkram reinpacken und direkt am Kopfbereich noch eine Tasche. Fußbereich, wie ihr seht, und Kopf ist mehr als genug Platz. Und hier drin habe ich zur Not auch noch, ja, viel mehr Platz, als ich auf jeden Fall brauche. Und das große Vorzelt nenne ich es mal. Hier kann der Rucksack im Regen stehen, die Schuhe, und man kann natürlich auch sogar leicht hier überdacht kochen. Ich finde es wirklich genial, dass es genauso geschnitten ist wie auch das normale X-Dome. Man hat einfach jetzt 200 bis 300 Gramm gespart, und ich werde mal schauen, wie ist das Feeling gleich drin, weil wie ihr seht, ist Dyneema natürlich auch durchsichtig. Das heißt, ich werde hier den Wald wahrscheinlich beobachten können und relativ früh von der Sonne geweckt werden, aber das stört mich eigentlich nicht und das bin ich auch von meinen anderen Zelten gewohnt. Ich habe noch kein solides Innenzelt, das heißt, wir haben hier nur ein luftiges Meshgewebe, was im Sommer auf jeden Fall super ist für, ja, herbstliche Touren. Wenn es ein bisschen windiger und kalt ist, da werde ich mir auch noch ein solides Innenzelt holen, wenn es dann irgendwann noch mal auf den Markt kommt, das Nachrüsten. Ja, und ansonsten habe ich hier schon meinen restlichen Kram aufgebaut, nutze jetzt noch das restliche Licht. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch so bleibt, aber ist ganz angenehm, würde ich meinen. Mein Rucksack Heiberg Attila Light, der hat mich auf den 1000 Kilometern noch nicht enttäuscht, hat noch kein Loch, den werde ich weiter verwenden. Wie immer als Snacks hier meine Riegel, die ich dabei habe, und heute Abend gibt es Track and Eat Couscous mit Gemüse mit meinem kleinen Titantopf. Hier noch eine Menge Hygienezeug und Notfallsachen. Hier ein kleines Reparaturkit, ein Taschenmesser natürlich. Hab hier, obwohl man es vielleicht nicht braucht bei den sommerlichen Temperaturen, noch ein Alpha direkt mit Leer dabei. Mal gucken, ob ich den heute Nacht brauche. Eine Schlafhose, die habe ich auch immer mit. Ist auch die Frage, ob es da vielleicht zu warm ist. Ich weiß gar nicht, wie warm es heute Nacht wird. Muss ich gleich mal schauen, und ob es hier überhaupt Netz gibt. Schlafsocken natürlich, ein kleines Multifunktionstuch. Das nutze ich primär als Schlafmaske, wenn es morgen im Sommer schon so früh hell wird. Regenhose, Regenhandschuhe habe ich auch immer mit. Klopapier natürlich auch, denn obwohl da jetzt so eine Komposttoilette ist, ja, muss man das mithaben, weil es da meistens immer kein Klopapier gibt und nur was zum Streuen. Und natürlich braucht man das für den Trail auch, genauso wie auch eine Schaufel.
ein Titanlöffel und eine 20.000er INIU Powerbank. Für euch reicht wahrscheinlich eine kleinere für einen Single Overnighter, aber ich habe natürlich hier auch Kameras dabei. Ja, S-Bit habe ich auch dabei, damit koche ich gleich. Ein Würfel wird reichen, habe noch ein Backup mit und natürlich die Kopflampe, die werde ich gleich auch auf jeden Fall brauchen. Ja, ich sag's euch, ich bin überglücklich. Ist jetzt doch schon ein bisschen her, dass ich mal wieder draußen war nach meiner letzten Tour mit 1000 Kilometern und ja, ihr hört schon. Man hört nur Grillen, ab und zu mal eine Kuh da unten und ganz leichten Wind, aber kein Auto und sowas. Und das ist mir bei so einer Übernachtung immer besonders wichtig. Und ich bin überglücklich, ich habe es noch gar nicht erwähnt, dass ich hier natürlich auch alleine bin. Das ist auch nicht selbstverständlich, denn diese Trekkingplätze, die es hier in der Region gibt, die muss man vorher buchen. Und ich hatte verdammt großes Glück, dass hier jetzt noch ein Platz frei war. Das ist nämlich eigentlich im Sommer sehr unüblich. Da sind die ganzen Trekkingplätze in Deutschland eigentlich meistens immer ausgebucht. Und ja, ich konnte gar nicht glauben, als dieser Platz hier dann auch noch frei war. Wenn ihr hier auch übernachten wollt, verlinke ich euch mal diese Trekkingplatzseite hier vom Kellerwald Edersee Naturpark. Und denkt dran, das geht hier nur bis zum 31.08. und nur vom Mai aus. Und das liegt wahrscheinlich an dieser Wildruhezone, denn man möchte natürlich auch den Wildtieren hier absolute Ruhe in der restlichen Jahreszeit gönnen. Ich denke, ich werde jetzt mal meinen Kocher in Ruhe anschmeißen und mir es hier noch ein bisschen gemütlich machen. Aber vorher gucken wir uns einmal hier die Komposttoilette an. Ja, ganz klassisch und sogar auch mit Klopapier. Hätte ich gar nicht gebraucht. Aber ja, so funktioniert das. Man hat hier so eine einfache Styropor-Toilette, setzt sich drauf. Ich will da jetzt nicht reinfilmen, aber es riecht hier nicht schlecht drin. Und da hat man so ein bisschen Streu, was man einfach nach diesen Regeln dann dazu gibt. Ja, und hier liegt sogar noch eine perfekte Kochunterlage. Hier ist so ein kleines Stück von einem Baum. Und das werde ich jetzt verwenden, damit ich hier auf dem Tisch kochen kann, wirklich ohne auch nur ansatzweise diesen Tisch hier anzukrokeln. Denn Kochen ist hier ausdrücklich gestattet, nicht auf Waldboden, sondern nur auf befestigten Grund wirklich. Man könnte wahrscheinlich auch diese Platten benutzen. Und ich sehe sogar, hier ist ja eine Steinplatte. Ja, dann nehme ich das lieber und stelle meinen Kocher einfach hier auf. Ich glaube, den nehme ich hier zum Sitzen. Ja, ein Feuerzeug war leer. Das muss ich noch mal aussortieren. Man hat ja anscheinend wirklich an alles gedacht bei diesem Platz. Da können sich andere Plätze auf jeden Fall noch ein Vorbild dran nehmen. Denn so eine Infrastruktur, ich finde auch diese großen Hinweisschilder durchaus brauchbar, denn man erlebt ja doch noch mal ab und zu ein bisschen Verunstaltung, Verschmutzung und der Platz sieht wirklich perfekt sauber aus. Die Wasserkiste ist natürlich ein absolutes Highlight und genau, ich schaue mal, ob ich doch noch Bargeld finde. Tada! Ich dachte, ich hätte nur einen 50-Euro-Schein mit. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen, aber für 5 Euro. Und ich glaube, da das ohne Kohlensäure ist, nehme ich mir 2 davon und hätte ja dann noch, wenn ich möchte, noch eine ganze Flasche übrig. Es ist sogar mit Kohlensäure, habe ich gar nicht gesehen. Genial. Er mag für manche vielleicht komisch sein, warum ich mich hier so über Mineralwasser freue, aber ich bin halt nicht zu Hause und darum geht es für mich bei diesen Outdoor-Geschichten einfach. Einfach mal so rausgehen, ein bisschen auf was verzichten und so kleine Dinge wie auch auf längeren Touren eine Dusche oder mal ein Stück Seife, was ich auch selten dabei habe, oder eben kohlensäurehaltiges Wasser. Das ist einfach purer Luxus, obwohl ich jetzt eigentlich nur wenige Stunden jetzt hier gerade draußen bin. Deswegen
hat sich die Tour für mich jetzt schon gelohnt. Und ich bin so gespannt, was ich heute Nacht hier für Tiere hören werde, weil da gehe ich sehr stark von aus. Ich habe jetzt so viele gesehen. Da vorne war gerade noch eine kleine Maus. Ich hoffe, die wird mich hier nachts nicht nerven. Und ich denke mal, ja, ich werde gleich die Essensreste ein Stück weiter wegpacken. Vielleicht sogar in die verschlossene Komposttoilette und dann morgen einfach mitnehmen, weil natürlich gibt es ja auch keinen Müll, also keine Mülltonnen, wo man das wegschmeißen kann. So ein Trekkingplatz kostet je nach Region natürlich etwas. Ich habe hier 15 € für bezahlt. Das finde ich fair. Für diese ganze Infrastruktur, die ich jetzt hier habe, für diese Möglichkeit dann auch noch mit dem Wasser und so weiter. Also da habe ich überhaupt nichts gegen, solche Projekte hier wirklich zu unterstützen. Ja, heute gibt es Couscous mit Gemüse. Das muss 5 Minuten ziehen. Und in der Zeit bin ich jetzt mal ein bisschen hier rumgelaufen, noch ein Stück weiter diesen Forstweg entlang. Denn ja, da hinten ist jetzt mein Lager. Und wenn ich so draußen irgendwo neu bin und ich weiß, hier schlafe ich gleich und gleich wird es dunkel, dann habe ich es immer ganz gerne, wenn ich so meine Umgebung zumindest 100, 200 Meter in alle Richtungen einmal gesehen habe. Hilft auch so ein bisschen dabei, falls man sich nachts mal irgendwie unwohl fühlen sollte. Geht mir zumindest so, dass ich einfach weiß, was ist um mich rum, zu welcher Seite ist vielleicht irgendwas Offenes oder Geschlossenes. Aber ja, bei diesem Platz kann man sich nicht anders als wohlfühlen, wie ich finde. Da hatte ich schon deutlich schlechtere Plätze auf jeden Fall. Ich habe es nicht gut verrührt. Na, geht noch. Lecker. So, der Anti-Waschbär-Plan ist jetzt, dass ich versuche, meinen Track-and-Eat-Beutel mit den Essensresten zusammen mit dem Rest von meinem Trockenspiritus hier in diesen luftdichten Ziploc-Beutel reinzukriegen. Und den werde ich dann bis morgen früh in der Komposttoilette lagern. Löffel einmal kräftig abspülen. Und den werde ich draußen am Zelt lagern. Ja, kurz vor 10 jetzt und so langsam wurde es auch jetzt schnell dunkel, wie ihr seht. Ich habe gerade meinen Hoodie drüber gezogen, so langsam wird es erstaunlich kühl, hätte ich gar nicht mitgerechnet. Bin froh, dass ich ihn doch eingepackt habe. Und ich glaube, ich werde jetzt alles zusammenpacken, langsam ins Zelt packen, mich da ein bisschen organisieren und dann mal langsam gemütlich machen. Ich bin noch einmal hier zum Hang gelaufen, ob ich doch noch irgendwie ein Wildtier, ein Reh oder sowas sehe. Aber ich sehe da hinten nur die eine Kuh. Aber was eine Stimmung hier gerade. So, alles erledigt. Hab mir noch den Sonnenuntergang da hinten angeguckt. Und jetzt sieht man nicht mehr so viel. Deswegen, alles ist weggeräumt. Und ich werde jetzt schön ins Zelt gehen. Truhe ist zu. Toilette ist zu. Und da mal rein.
Ich habe den Rucksack draußen gelassen. Sind zwar jetzt nur Lebensmittel drin, die komplett zu sind, aber falls doch mal irgendwie ein Nager hier dran geht, dann geht er zumindest nicht ins Inzelt, sondern nur um meinen Rucksack. Dahinter Flaschen, meine Schuhe kommen jetzt auch noch dazu. Und meine beiden Trinkflaschen, die werde ich auf jeden Fall leer machen, weil ich den Pfand natürlich da morgen wieder zurücklassen werde. Und jetzt erstmal umziehen und rein hier. Ich scheine leider ein paar Mücken hier drin zu haben. Aber die erwische ich. Ja, hier könnte ich jetzt noch die Trekkingstöcke quasi hier draußen auf beiden Seiten befestigen. Aber da wir, wie ihr hört, gar keinen Wind haben, brauche ich das nicht. Aber theoretisch hält das X-Daum so auch 100 km/h aus. Und ich bin gerade ganz froh um diese 2 Belüftungen hier. Denn da werde ich heute von Gebrauch machen. Es werden übrigens 12 Grad heute Nacht. Deswegen passt eigentlich, denke ich, mit meinem leichten Schlafsack. Ja, was ein Luxus hier drin in diesem Zelt. Also ich bin es ja normal viel, viel kleiner gewöhnt. Obwohl mein Tarpten Rainbow ja wirklich nur 100 Gramm weniger Gewicht hat, ist hier schon mehr Platz. Also hier habe ich meinen Kleinkram. Die Tasche nutze ich auch sehr gerne. Und hier oben, vielleicht sieht man es ein bisschen, meine Mütze, mein Buff und noch Kopfhörer. Und ich liebe es einfach, wenn es so richtig schön organisiert ist. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das ist einfach wie Camping. Also es fühlt sich nicht wie ein Ultraleichtzelt an. Ich muss jetzt aber sagen, wo ich hier drin liege, es hat vielleicht einen Punkt Abzug gegenüber der Silproli-Variante vom Gemütlichkeitsfaktor, weil die Wände schon, ich sag mal, einfach transparenter sind. Jetzt im Dunkeln sehe ich es nicht so viel. Und ich bin mir sicher, wenn ich das Innenzelt noch irgendwann solide habe, also dass hier das Fliegengitter nicht da ist und dieser Stoff bis oben geht, dann wird es auch nochmal so ein richtiges doppelwandiges Gefühl. Ja, ich hoffe, man kann so ein bisschen die Naturkulisse hier gerade hören. Es ist fantastisch. Jetzt geben die Grillen hier nochmal richtig Gas. Ich höre es so leicht rascheln manchmal. Und wenn ich laut spreche, dann hört man ja auch so ein kleines Echo draußen. Ich bin super gespannt, was ich jetzt noch hier so hören werde heute Nacht, wie ich schlafen werde. Werde jetzt hier gemütlich auf jeden Fall noch eine Stunde lesen, einfach diese Abendkulisse hier genießen. Und ja, ich würde sagen, damit bis morgen. Falls ich noch einen Waschbär hier treffe oder irgendein anderes Tier, dann werde ich euch nochmal Bescheid geben. Ansonsten sage ich schon mal gute Nacht. Ja, und damit guten Morgen hier aus dem stillen Wald. Es ist jetzt gerade echt noch so still wie heute Nacht irgendwie um 2, 3 Uhr, als ich einmal wach geworden bin. Gestern Abend war es noch echt warm im Zelt, ein bisschen gebraucht, bis ich einschlafen konnte, aber nochmal meine Klamotten gewechselt und dann bin ich so um 2 Uhr, halb 3 nochmal wach geworden, weil dann war es echt deutlich kälter, auch deutlich kälter, als ich überhaupt gedacht habe. Also es hat jetzt so mit dem Set aber auf jeden Fall gut funktioniert, hatte nur den Midlayer an, den Baselayer habe ich hier noch rausgezogen. Aber schon erstaunlich, wie kühl es wurde. Ja, und eigentlich habe ich so gar nichts gehört. Habe vorhin gedacht, dass ich irgendwelche Spuren hier auf dem Boden schon gesehen hätte. Aber die linken sind hier von mir und rechts könnte auch von einem Baum sein, dass da irgendwas runtergefallen ist. Ja, ich fühle mich ganz gut. Habe bewusst jetzt hier noch ein bisschen Zeit im Zelt verbracht. Ich glaube, wir haben 8:45, halb 10 jetzt. Und ich glaube, jetzt werde ich mal langsam rausgehen und mir hier den Wald zur schönen Morgenstimmung angucken.
So, der Müll ist auch eingepackt und ich genieße es gerade hier einfach nur Zeit zu haben, mal ein bisschen zu entspannen, diese Ruhe noch zu genießen und mich gar nicht mit gerechnet, weil ja auch so ein paar Forstspuren waren, hätte ja sein können, dass hier auch jemand noch langkommt. Aber im Gegensatz zu einem Campingplatz ist es nicht so. Ich könnte auch noch ein paar Stunden hier bleiben. Ich glaube, ich würde niemanden treffen. Auf einem Campingplatz hat man natürlich immer direkt Betrieb, muss dann irgendwie weitergehen. Und ja, bei der Wildcamping-Übernachtung, da will man natürlich auch nicht so lange am Lager bleiben. Aber hier könnte ich das jetzt machen und habe ja auch keine größere Tour geplant, wo ich jetzt schnell weg muss. Und das tut man als Abwechslung, wenn man normal nur längere Touren macht. Mir auf jeden Fall immer ganz gut, wenn man dann ja fast so gut abschalten kann wie sonst nirgendwo. Ich finde diesen Trekkingplatz Ahrtal hier auf jeden Fall sehr gelungen, kann euch den nur empfehlen. Ich verlinke es unten nochmal, wie gesagt, bis zum 31.08. kann man in diesem Jahr noch hier schlafen. Ich weiß natürlich nicht, ob hier noch Kontingente dafür da sind, aber teilt mir gerne mal mit, wie ihr das hier so fandet, generell so Trekkingplatzübernachtungen und vielleicht konkret diesen Spot hier im Kellerwald Edersee Naturpark. Ja, ich werde mir jetzt die Region noch ein bisschen anschauen, in Ruhe mein Zelt einpacken. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen hier mitnehmen in die Natur, hat euch Spaß gemacht und würde mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.